Ich werde immer wieder gefragt, wie kalkulierst du deine 3D gedruckten Bauteile für deine Kunden? Und damit herzlich willkommen zu einem ganz neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Laurens, alias der Wunderbursche, und ich zeige dir heute, wie man solche 3D-Druckteile effektiv im Alltag durchrechnet, damit man immer den optimalen Preis hat für eure Kunden. Das ist nämlich gar nicht so schwer. So, und ich werde euch heute 3 Wege zeigen, wie man sich die besten Preise errechnen kann. Und man braucht sich keine Sorgen mehr machen, ob man jetzt wirklich den richtigen Preis genommen hat. Denn ich zeige euch, wie ihr den Strom mit reinrechnet, die Abnutzung, die Materialien, eure zusätzlichen Kosten. Gebe euch meine Tipps, die ich mir über die letzten mehreren Jahre angeeignet habe. Ich habe selbst viel Kontakt zu auch anderen 3D-Druck-Enthusiasten, die Tag für viele Firmen und Privatkunden im Haushalt wirklich viele Teile produzieren. Und ich habe mit allen gesprochen und werde euch jetzt einmal meinen Weg zum perfekten Preis geben. Und ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, denn es gibt tatsächlich 3 Wege zum Glück. Sicherlich gibt es noch andere, aber ich werde euch jetzt einfach mal 3 einfache Wege vorstellen. Einmal den Weg, den ich selbst schon seit vielen Jahren für mich selbst genutzt habe. Den Weg, den es schon fertig im Internet gibt. Und dann ein Weg, den mir letztens einer meiner Zuschauer gesagt hat. Und darüber können wir gerne nachher in den Kommentaren diskutieren, was jetzt die beste Methode ist. Und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video. So, erst einmal möchte ich euch meine Methode zeigen. Ich habe mir jetzt einmal einen Beispielauftrag ausgesucht. Hier jetzt gerade auf meinem Prusa Mini gesliced. Das Ganze ist mit einer vermeintlichen Schichthöhe von 0,2 mm. Wir haben einen PETG-CF ausgewählt und das Ganze ist auf dem Prusa Mini mit dem Input Shaper. Im 15% Infill. Ich kann euch hier nochmal meine Einstellung zeigen, die ich sonst noch getroffen habe. Ich habe jedoch die Schichthöhe auf 0,3 angehoben. Habe nochmal vertikale Perimeter ausgewählt, also die Wandstärken, und da habe ich 5 Wände ausgewählt. Und das waren eigentlich schon die einzigen Sachen, die ich hier grob geändert habe. Das Bauteil braucht keine Stützstruktur, somit auch keine Nachbearbeitung. Jetzt können wir das Ganze hier unten einmal slicen. Das ist jetzt hier das Posamen PETG CF. Und wir kommen jetzt hier auf 148 Gramm circa. Das sind jetzt schon mal ausgerechnet 8,15 € Materialkosten. Und das Ganze soll 4 Stunden 41 dauern. So, das Filament kann ich auch noch mal zeigen. Hier ist nämlich der Preis schon ausgewählt. Der wird von Prusa hier mitgegeben. Wenn ihr euer eigenes Profil erstellt, müsst ihr natürlich einen Preis eingeben. So, und jetzt habe ich hier eigentlich schon meine wichtigsten signifikanten Zahlen, die ich jetzt zu der Berechnung brauche. Jetzt erstelle ich hier erstmal eine schnelle Tabelle. So, Preis in Euro, Faktor X. So, das wäre einmal Druckzeit. Und da haben wir in diesem Fall hier unten 4 Stunden 41. Der Drucker muss aufheizen, abkühlen. Ich runde das jetzt einfach mal auf 5 Stunden aus. So, wir rechnen dann einfach zweimal die Druckzeit gleich der Preis in Euro. Dementsprechend sind wir jetzt bei 10 €. Dann haben wir natürlich die Materialkosten. Die betragen jetzt hier 8,15 €. 8 €. Das können wir jetzt auch runden, sagen wir auch einfach mal 8 € in diesem Fall. So, dann haben wir noch unseren allgemeinen Aufwandsfaktor. Der entspricht zum Beispiel 5 €. Also Aufwand. So, den berechne ich immer, wenn ich einen Druckauftrag starte, dafür, dass ich da hingehen muss zum Beispiel. So, dann würde jetzt am Ende ja im Endeffekt, wenn wir eine Rechnung schreiben, noch die Mehrwertsteuer oben raufkommen von 19%. Wenn wir das jetzt alles mal zusammenrechnen, sind wir bei 23 € plus 19% Mehrwertsteuer, sind wir bei 27 €, 27,37 €. So, und da haben wir jetzt schon mal unseren ersten guten Wert ermittelt. Das wäre jetzt theoretisch natürlich ein Preis, den wir den Kunden berechnen könnten. In dem Fall sitzt der Kunde jetzt zum Beispiel im Süddeutschland, ich komme aus Norddeutschland, ich muss ihm das zuschicken. Das heißt, ihr müsst natürlich jetzt auch eure Verpackung mit berechnen. Das heißt, wir brauchen jetzt theoretisch noch einen Karton und wir brauchen ein Versandlabel. So, in dem Fall können wir das jetzt erstmal wieder hier wegstreichen, unseren Endpreis. Wir fügen nämlich noch was dazu. So, jetzt schreiben wir hier nochmal Versand rein. Das machen wir jetzt pauschal. Jetzt wiegt das Bauteil natürlich nicht so super viel, aber mit Verpackung und sowas wiegt das dann natürlich ca. 2 Kilo. Das heißt, mit DHL würde das jetzt, sagen wir mal, was kostet das zurzeit? 5,50 € oder sowas. Plus Verpackung würden wir jetzt sagen, auch gut Karton.
je nachdem wie viele Kartons man kauft. Man kann natürlich auch alte Versandkartons von Amazon zum Beispiel nehmen. Aber angenommen, ihr habt jetzt keine Kartons mehr, weil ihr sehr viel produziert, also müsst ihr auch Kartons kaufen. So ein Karton kann schnell auch mal 1, 2 Euro kosten, wenn ihr nicht gleich 5000 Stück davon kauft. Also Karton plus Label, ihr müsst ja auch irgendwo den Labeldrucker und sowas haben. Also können wir Versand, sagen wir mal jetzt 8 bis 10 Euro, sagen wir jetzt 9 Euro. So. Zack. So, und jetzt sieht natürlich unser Endpreis schon ganz anders aus. Dann sind wir jetzt hier schon bei 32 Euro. 38 Euro mit Mehrwertsteuer wäre das jetzt. Ich runde dann meine Beträge immer irgendwie auf und würde da jetzt einfach sagen 40 Euro. Zack, und dann sind wir da eigentlich in einem guten Rahmen für das Bauteil. Ich meine, der Drucker läuft nur 4 Stunden, das ist ganz in Ordnung. So habe ich mir viele, viele Jahre meine Bauteile, die ich für Kunden gedruckt habe, errechnet. Das wäre jetzt ein normaler Auftrag. Jetzt gibt es natürlich immer noch Kunden, die natürlich Sonderwünsche haben, denn das war jetzt der Fall, wo ihr natürlich schon das Bauteil vom Kunden bekommt, also die Kundendatei. Wenn das nicht der Fall ist, müsst ihr natürlich irgendwo die Datei herbekommen, das heißt, ihr müsst sie kaufen oder ihr müsst sie selbst konstruieren. Das ist natürlich dann euch überlassen, was das kostet. Bei mir kostet eine Stunde CAD-Zeichnen 80 Euro, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Es gibt auch CAD-Zeichnen, die man 150, welche für 50 Euro. Je nachdem mit welchem Programm, welcher Aufwand, welchen Skill man haben muss, das ist euch überlassen. Da könnt ihr natürlich auch einfach eine Pauschale sagen, gut, gib mir für das Teil nochmal 20 Euro, dann sind wir hier bei 60, 70 Euro am Ende. Das ist natürlich was ihr noch errechnen müsst, was euer Stundenlohn da ist. Natürlich könnt ihr jeden Faktor dann natürlich auch anpassen. Es gibt natürlich auch Kunden wie zum Beispiel für den medizinischen Bereich oder wenn ihr wisst, das ist ein Teil, was zum Beispiel als Originalteil aus Spritzguss 130 Euro kostet. Dann würde ich in dem Fall dem Kunden vielleicht nicht das für 40 Euro berechnen, sondern würde in dem Fall den das dann vielleicht für 100 Euro berechnen. Dann ist es trotzdem günstiger. Ihr habt die Möglichkeit eventuell noch eine Gravierung reinzumachen, den Kunden irgendwie das Logo reinzuprägen. Das geht ja immer. Das könnt ihr im Prusa Slicer ja auch machen. Oder zum Beispiel könnt ihr auch die Farbe anpassen, die Oberflächenbeschaffenheit nochmal bestimmen und trotzdem ist der Kunde im Endeffekt günstiger. Wichtig ist, das waren jetzt relativ kleine Bauteile, desto größer die Bauteile sind, desto größer würde ich den Arbeitsfaktor auch nehmen, denn bei größeren Teilen braucht man oft Stützstruktur. Ganz wichtig ist, das wären jetzt relativ kleine Bauteile. Desto größer die Bauteile sind, desto größer muss auch der Arbeitsaufwand sein. Desto größer das Bauteil, desto größer ist auch das Risiko, dass der Druck vielleicht abbricht und ihr müsst es nochmal drucken. Das heißt, desto größer das Risiko für euch ist, desto mehr schlagt lieber auf den Preis rauf. Wenn ihr das Bauteil noch ein zweites Mal drucken müsst und euch eure Rechnung dann schon nicht mehr aufgeht, dann habt ihr was falsch gemacht. Also geht immer davon aus, wenn das Bauteil schief gehen sollte, dann solltet ihr vielleicht noch ein zweites mit einberechnen. Ganz wichtig. Und der Aufwandsfaktor ist natürlich auch abhängig von euren, wie ihr schon sagt, Arbeitsaufwand. Das heißt, wenn ihr Teile mit Stützstruktur habt, wie Brim, wie mit Stützstruktur oder zum Beispiel Brim, dann müsst ihr das im Endeffekt noch nacharbeiten, außer ihr sprecht mit dem Kunden und sagt, möchtest du eine Nachbearbeitung oder nicht. Dann müsst ihr es natürlich extra berechnen oder auch nicht. Ganz wichtig. Also das ist nicht die 100%ige Formel. Man muss da immer gut nachdenken, was man denn noch so für Arbeitsaufwand hat. Ist immer schwierig zu sagen im Vorhinein, was dem Kunde das kostet, aber mit diesem Faktor kam ich eigentlich die letzten Jahre sehr gut über die Runden. Und das ist auf jeden Fall meine Kalkulation, die ich in den letzten Jahren immer ganz gut nutzen konnte und damit eigentlich immer zufrieden rausgehen konnte und wusste, alles ist gut. So, wenn euch das jetzt mit dieser Tabelle alles irgendwie zu kompliziert war, dann gibt es die ultimative Lösung für euch. Und die habe ich schon vor Jahren mal bei Prusa auf der Seite gefunden, habe sie aber tatsächlich für mich nicht immer benutzt, denn ich kam mit meiner Tabelle hier sehr gut zurecht und die möchte ich euch jetzt einmal zeigen. So Freunde, wir sind jetzt einmal auf der Prusa Research Shop Seite. Die kennen wir alle, waren wir alle wahrscheinlich schon ein paar Mal drauf oder auch ein paar hundert Male drauf. Und hier soll jetzt tatsächlich das Tool sein, was uns in Zukunft wirklich viel Zeit und Geld spart. Aber wo ist es nun? Ich musste es selbst gerade eben wieder suchen, habe es dann aber doch relativ schnell gefunden und das möchte ich euch zeigen. Es ist nämlich sehr versteckt. Ich finde es super schade. Also Prusa, push dieses Feature von euch. Das ist voll nice. Warum weiß das kaum einer? Also ich habe viele gefragt und keiner wusste, dass es das gibt. Deswegen zeige ich euch das jetzt. So, also
Es gibt hier oben in der Reihe sehr viele wichtige Punkte und hier müssen wir nämlich einmal auf Blocks gehen. Ja, wir müssen auf Blocks gehen, macht keinen Sinn. Und dann klickt ihr einfach den ersten Block hier an und dann kommt ihr nämlich auf diese Seite. Wenn ihr die Seite nicht finden solltet, ich packe euch den Link unten in die Videobeschreibung, damit ihr direkt zur Seite kommt. Ansonsten einfach über Blogs, zack, seid ihr drin. Und jetzt kommt's nämlich. Auf der rechten Seite steht's ganz schön geschrieben. Nützliche Links. Und da finden wir nämlich den Preisrechner für 3D-Druckteile. Da klicken wir drauf, zack. Und das ist unsere Seite. Unsere Seite des Glückes. Hier können wir jetzt alles reinschreiben. So, ich fülle das jetzt mit euch einmal aus und dann schauen wir, welcher Preis da am Ende rauskommt. So, Druckjob, einfach sagen wir mal Werkzeughalter. So, dann können wir das hier nochmal in Euro auswählen. In der Währung wollen wir es ja berechnen. Und dann ist das Coole, wir können jetzt hier gleich einfach mit einem Klick den G-Code hochladen. Bam, zack. Und in dem Fall hat er hier gleich die Druckzeit übernommen. Nur leider nicht das Gewicht von dem Material. Schade. Warum man das jetzt nicht gemacht hat, weiß ich nicht. Aber das können wir ganz einfach nachtragen. 148 Gramm waren das ja. Dann haben wir hier unten zum Beispiel als Filament gleich vorgegeben PETG. Das PETG, was wir nutzen, ist ja ein bisschen teurer. Hängt immer von eurem Material ab. Es gibt teurere und günstigere Materialien. In diesem Fall müssen wir jetzt hier einmal die 55 Euro eintragen pro 1000 Gramm. Dann rechnet ihr das durch. Ihr könnt auch einfach hier 300 Gramm reinschreiben, wenn die Spule nur 300 Gramm ist und das ist der Preis. Also da braucht ihr euch dann keine Gedanken mehr machen. Das macht er hier automatisch. Und hier macht er immer noch einen Aufschlag von 20%. Das würde ich einfach so lassen. Wenn wir das jetzt rausnehmen, dann sind wir wieder bei unseren 8,14 Euro. Das stand ja auch unten im Prusa Slicer. Wir lassen jetzt einfach mal hier unsere 20%. So, dann müssen wir Strom berechnen. Strom, was kostet Strom? Hier ist schon mal vorgegeben 100 Watt. Wir übernehmen einfach mal die 100 Watt. Der Drucker kann mehr verbrauchen, kann weniger verbrauchen. Liegt immer darauf an, wie warm ist die Raumtemperatur, wo er steht. Was für einen Drucker benutzt ihr natürlich. Ich lasse jetzt mal die 100 Watt, denn man hat ja auch immer einen Computer, man hat das Licht. Also wir sagen jetzt mal 100 Watt. Da kann man sich dann so Standardwerte nutzen, die man halt immer benutzt. Hier gibt es auch noch eine Orientierung. Der MK3S verbraucht im Durchschnitt 80 bis 120 Watt. Also der Durchschnitt liegt ungefähr bei 100. Ist ein guter Durchschnittswert. So, Energiekosten schwanken natürlich auch immer. Ich habe hier mal eben gegoogelt, was kostet eine Kilowatt Strom in Deutschland im Durchschnitt. Und hier steht was von 26 Cent, gibt auch was mit 45 Cent. Also ich würde in diesem Fall jetzt einfach mal sagen, wir geben hier jetzt einfach mal nicht 20 Cent ein, das ist sehr wenig, das wäre schön. Wir geben mal 30 Kilowattstunden ein. So. Dann gehen wir hier weiter. Arbeitskosten. Hier könnt ihr einmal euren Stundenlohn eintragen. Also unter 20 Euro braucht man da, denke ich, gar nichts eintragen. Wenn ihr einen Stundenlohn von noch mehr habt, dann schreibt den da gerne rein. Und dann könnt ihr hier eure aktive Zeit reinschreiben. Da müsst ihr jetzt natürlich denken, okay, der Kunde hat mir eine E-Mail geschrieben, ich muss den antworten. Das kann man jetzt so nicht berechnen. Natürlich muss man das in seinen Alltag mit einberechnen, aber das ist jetzt nichts, was man berechnen kann. Das Eigentliche, was man berechnen kann, ist die Zeit, die ich wirklich eigentlich im Endeffekt für den Auftrag brauche. Ich muss mich am Computer setzen, ich muss es slicen und auf den Drucker laden. Ich muss gegebenenfalls das richtige Filament in den Drucker laden. Und dafür brauche ich als Vorbereitung circa, sagen wir, 20 Minuten. Und wenn ich das runterhole und einpacke, sagen wir nochmal 20 Minuten. So, Maschinenunterhaltungskosten. Der Prusa Mini hat jetzt zum Beispiel 550 Euro gekostet mit Zubehör und was wir dann noch zu brauchten, haben wir 45 Euro bezahlt. Ich sag mal so, wenn man das Ding aktiv benutzt, sagen wir mal in 2 Jahren ist das Ding aufgebraucht, das ist hier auch so vorgegeben, sagen wir mit 2 Jahren, dann ist das tot, dann müssen wir da einen neuen Motor tauschen, das Display ist kaputt, irgendwas ist, sagen wir mal 2 Jahre, tägliche kommerzielle Nutzung von 6 Stunden, ist schwierig, man kann natürlich das Ding auch 24 Stunden nutzen, aber da lasse ich einfach mal diese Standardwerte, die sind eigentlich ganz gut. Hier sind nochmal 5% Reparaturkosten mit einberechnet. Das ist eigentlich ganz okay. Dann gesamte andere Kosten sind, was hatten wir gesagt, Versand und sowas, hatten wir irgendwie 8 Euro gesagt. So, schreiben wir hier eine 8 rein und da machen wir mal Versand. So, dann haben wir natürlich noch 19% Mehrwertsteuer. Super. So, 19% Mehrwertsteuer. Und wo kommen wir hier unten rauf? Wir kommen hier auf 37,91 Euro raus. Den Wert hatten wir doch vorhin auch ausgerechnet ungefähr. Wir waren nämlich auf 38,08 Euro rausgekommen. Also
Meine Tabelle zeigt wieder, wenn man das mit einer Prusa-Tabelle vergleicht, wir kommen ungefähr auf den gleichen Betrag, also bis auf 17 Cent jetzt. Also in dem Fall würde ich auch einfach die 40 Euro berechnen. Ihr könnt auch die 37,91 Euro berechnen, wenn ihr das wollt. Aber ich finde, gerade Zahlen sehen irgendwie noch ein bisschen schöner aus. Also, wir haben jetzt hier einmal alles durchgerechnet und wir kommen eigentlich ganz gut raus. Das ist eine gute Kalkulation. Das heißt, wir können das dann gut berechnen. Finde ich jetzt eigentlich ganz gut, dass das wieder so rauskam. Was ein Zufall. Also ich habe jetzt hier einfach meine taktischen Werte eingetragen und es kommt tatsächlich wieder so hin. Na? Ist alles ganz gut. Tipptopp. Was soll man mehr sagen? Gleich die Rechnung schreiben. So, das Gute ist, apropos Rechnung schreiben, jetzt kann man hier unten nämlich noch den Druck Zusammenfassung. Bam, und dann kriegen wir das Ganze gleich als PDF. Geil. Hier steht es jetzt nochmal alles drauf, das könnt ihr euch dann ausdrucken und als PDF wegpacken in den Kundenordner. Und da ist es dann alles schicki, lucky einmal ausgerechnet. Nur leider sehe ich hier gerade die feine, was ist denn das jetzt hier? Die finale Zahl steht da unten gar nicht drauf, das ist ja voll der Bug. Das sollte jetzt so nicht sein. Genau. So, das war jetzt nur ein Anzeigefehler. Ich habe jetzt gerade im Querformat hier gewechselt und hier unten steht dann auch der finale Preis. Und so könntet ihr das dann theoretisch auch dem Kunden vorlegen und den dann genau detailliert einmal zeigen, was berechnet ihr da eigentlich, wie kommt ihr auf die Zahl. Wenn der Kunde sagt, oh, das ist aber teuer, dann könnt ihr ihm das einfach schicken und sagen, pass mal auf, das ist der Preis, so schließt sich das auf, es sind 148 Gramm. Der Kilopreis kostet so und so viel Euro. Das ist dann immer hier so schön zwischengerechnet. Das sind die Stromkosten. Dann habe ich noch meine Arbeitszeit, Vor- und Nachbearbeitung, der Versand, die Druckerabnutzung, steht alles drin. Und so ist das nicht aus der Luft gegriffen. Ich finde, das ist auf jeden Fall ziemlich cool, dass es gleich so zusammengefasst wird. Besser als eine Tabelle. Hier ist es schön runtergeschrieben. So Freunde, wir sind wieder bei meiner Tabelle. Jetzt machen wir eine zweite Tabelle. Die machen wir nämlich anhand der Werte, die mir ein Zuschauer geschrieben hat auf Instagram. Ich lese vor. Beim FDM-Druck rechne ich da eigentlich gar nicht viel rum. Ich mache einfach 5 Euro die Stunde plus zweimal Materialkosten. So, also, wir haben es gehört. Wir rechnen einmal nach. Also, wir sagen jetzt mal 5 Stunden mal 5 Euro. Das sind, zusammengerechnet, kleiner einmal 1, wir sind bei 25. Zack, rein in die Tabelle. So, dann zweiter Punkt, ganz einfach wie er sagte, einfach zweimal Materialkosten. Hier oben, Materialpreis war 8 Euro, also 2x Material, also sind wir bei 16 Euro. So, mehr sagt er dazu jetzt nicht. Ob der jetzt noch Mehrwertsteuer oder Versand oben drauf rechnet, das ist seine einfache Tabelle, wo er mit 2 Schritten ganz einfach den Preis für seinen Kunden ermittelt. So, wenn wir das zusammenrechnen, auch das ist gar nicht so schwer. Also sagen wir einfach mal gleich 41 Euro. Wow. So einfach geht das anscheinend. So macht er es. Der schnellste Weg von allen. Aber ob das jetzt der beste Weg ist, man weiß es nicht. Ob da jetzt noch Mehrwertsteuer oder Versand drauf kommt, kann ich nicht sagen. Hat er mir so nicht gesagt. Aber das ist auf jeden Fall eine gute Analyse, schnell und einfach den Preis herauszufinden. Welche von den dreien fandet ihr jetzt am besten? Welche ist für euch das Beste? Am detailliertesten ist auf jeden Fall das Rechenprogramm von Prusa. Das ist halt wirklich, wirklich cool, weil man kriegt am Ende auch eine vernünftige Seite zum Ausdrucken, wo alles draufsteht. Denn zukunftsorientiert muss es sein. Ihr müsst natürlich irgendwann eure Preise mal ein bisschen anpassen. Deswegen habe ich zum Beispiel bei mir auch diesen Aufwandsfaktor, wo ich halt immer dann in Zukunft immer ein bisschen mehr raufrechnet. Vor einem Jahr hätte ich da 4 Euro berechnet, heute berechne ich 5 Euro. Nächstes Jahr mit der Inflation berechne ich da auf jeden Fall schon 6 Euro. An der Stelle jetzt zum Beispiel. Deswegen ist der Aufwandsfaktor immer interessant. Den gibt es halt bei ihm in der Tabelle jetzt nicht in der Berechnung. In der Prusa-Tabelle kann man es natürlich dann ganz genau machen, denn die Stromkosten steigen stetig. Vielleicht sinken sie hoffentlich irgendwann auch nochmal. Aber da muss man natürlich mit rechnen, alles steigt. Das heißt, da könnt ihr detailliert den Strompreis anpassen. Da wird dann auch wirklich den Druckerverschleiß mit einberechnen. Wenn ihr einen teuren Drucker habt, könnt ihr das natürlich da auch mit einberechnen. Aber teure Drucker halten in der Regel hoffentlich länger. Deswegen würde ich da die Standzeit dann halt wieder höher machen. Das gleicht sich dann wieder aus. Günstige Drucker halten in der Regel nicht so lang unter der vollen Belastung. Man weiß es nicht, das ist natürlich immer die Langzeiterfahrung, die ihr mitbringen müsst. Wenn ihr natürlich einen günstigeren Drucker habt, der ewig hält, euer Glück, macht den Preis aber nicht unbedingt günstiger, weil ihr wollt ja Geld verdienen. Euer Kleingewerbe soll natürlich lukrativ sein und
Da muss man einfach Geld verdienen. Umsonst gibt es nichts mehr. Desto größer eure Marge ist, desto besser ist es ja. Deswegen, ganz wichtig, wenn ihr viel druckt mit einem Material, was ihr eigentlich für jeden Kunden braucht, dann schreibt die Firmen an, guckt, dass ihr da Mengenrabatt bekommt, denn dann könnt ihr auch noch am Material verdienen. So, und wenn ihr dann zum Beispiel noch eine Jobbox nutzt, die dann tatsächlich für euch die Jobs mehrere hintereinander abarbeitet, spart ihr auch noch Stundenzeit. Die könnt ihr dem Kunden ja trotzdem berechnen. Das zahlt dann wieder eure Investition in die Jobbox zum Beispiel ab. Das macht euer Unternehmen aber tatsächlich lukrativer. Und wenn ihr überlegt, wenn so eine Jobbox dann tatsächlich übers Wochenende mal 8 Platten oder sowas rausballert, dann habt ihr übers Wochenende Geld verdient, einfach ohne, dass ihr was machen musstet. So, das sind natürlich andere Themen. Also schaut euch auch gerne nochmal das Video von der Jobbox an, habe ich euch hier oben einmal verlinkt. Ganz wichtig, ihr müsst natürlich gucken, dass euer Faktor natürlich immer gut berechnet wird. Bei Prusa kann man natürlich sagen, okay, für den Auftrag habe ich wirklich jetzt 2 Stunden Nachbearbeitung gehabt, weil ich noch was absägen musste, ich musste noch was lackieren, ich musste schleifen oder einfärben, Stützstruktur wegbrechen. Das könnt ihr dann da detailliert eintragen. Ich würde einfach pauschal meinen Aufwandsfaktor da etwas höher machen. Das mache ich immer so vom Bauchgefühl. Ebenfalls solltet ihr darauf achten, was für Kunden kaufen bei euch. Kauft jetzt eine Industriefirma bei euch ein Teil, manchmal sind es auch Teile, die kann man vielleicht noch kaufen oder konnte man kaufen, dann habt ihr einen Richtwert. Wenn das Teil irgendwann mal 120 € gekostet hat und das gibt es nicht mehr, dann sind sie natürlich auf euch angewiesen. Natürlich, große Firmen schreiben auch viele 3D-Druck-Dienstleister an. Das ist immer große Konkurrenzgefahr. Bei Privatleuten, die schreiben manchmal eher nur eine Person an. Deswegen bei Privatleuten ist meistens der günstigere Preis, die haben nicht so hohe Ansprüche. Firmenkunden, die wollen oft genaue Kalkulationen haben. Die wollen gute Nachbearbeitung haben. Manchmal hat man auch vielleicht für den medizinischen Bereich. Dann sollte man schauen, dass man auch lebensmittelechte Materialien nutzt. Das sind alles Sachen, die muss man mit einberechnen. Also wenn das Teil mal 120 € gekostet hat und es gibt es nicht mehr, dann verkauft es ihm meinetwegen für 100 €, aber bietet dem Kunden oder verkauft es ihn auch für die 120 oder sagt, oh, ich brauche 150, aber dafür kann ich noch dein Logo einprägen und du kannst dir die Farbe aussuchen. Das sind alles Sachen. Das müsst ihr für euch herausfinden, was euch da der beste Faktor oder Weg ist, wie teuer ihr pro Stunde seid oder wie teuer eure Mitarbeiter pro Stunde seid. Das könnt ihr alles bei Prusa natürlich extrem genau berechnen. Das finde ich ziemlich gut. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, zu anderen 3D-Druck-Dienstleistern im Internet zu suchen, die auch einen Online-Konfigurator, also einen Kalkulator, wo ihr eure Bauteile hochladet, sagt welches Material, welche Infill, welche Wandstärke und dann geben die euch auch einen Preis. Habe ich tatsächlich immer ein bisschen negative Erfahrungen gemacht, weil ich hatte das Gefühl, die sind immer absurd teuer gewesen. Hätte ich das meinen Kunden gesagt, dann hätte wahrscheinlich bis heute noch kein Mensch bei mir bestellt. Ebenfalls, wenn ihr einen Auftrag habt für ein Bauteil, berechnet ihr diesen Preis. Aber wenn jetzt der Kunde sagt, ich brauche das jetzt 100 Mal, dann müsst ihr da mit dem Preis vielleicht ein bisschen entgegenkommen. Staffelpreise sind da auf jeden Fall immer an der richtigen Stelle. Auch das müsst ihr natürlich euch immer selber ausrechnen, welchen Staffelpreis ihr habt, wie viel Marge ist drauf, was könnt ihr dem Kunden anbieten. Rechnet auch immer die Gefahr ein, dass das Bauteil schief geht, dass der Kunde das reklamiert, dass ihr es vielleicht nochmal drucken müsst. Also das sollte auf jeden Fall beim Preis doppelt wieder drin sein am besten. Jetzt noch einen kleinen Punkt, den ich hinten ranhängen möchte. Materialauswahl, auch da hat Prusa was Cooles. Das habe ich tatsächlich vor einigen Jahren auch schon mal gesehen und das möchte ich euch jetzt auch nochmal zeigen. Wir gehen hier nochmal auf die Prusa-Seite und hier gibt es nämlich Filamente. Warte mal, wo gibt es denn das? Genau, hier gibt es die Prusa-Materialtabelle. Zack, da ist sie. Der Ratgeber für euer Filament. Das ist natürlich jetzt alles eigentlich überwiegend auf Prusament abgesegnet. Einige Angaben können da abweichen zu den anderen Herstellern. Da müsst ihr natürlich auch nochmal genau ins Datenblatt gucken bei den anderen Herstellern oder nachfragen. Zum Beispiel haben wir jetzt ja bei alle ausgewählt. Wir können auch Lebensmittel echt anklicken und dann sagt er hier zum Beispiel gleich, welches Material hier geeignet ist. Und dann gibt es halt viele interessante Werte. Hier, wir können hier auch nochmal rübergehen. Hier wird dann nochmal der Preis analysiert, die Zugfestigkeit, Schlagfestigkeit, Wärmeverform, Beständigkeit. Also hier seht ihr dann auch sehr viel über die Materialien, zum Beispiel auch lösliche Materialien. Top, da haben wir jetzt gar keinen angegeben. Temperaturbeständig. Achso, warte mal. Man kann mehrere gleichzeitig anwählen. Also nur lösliche. So, dann können wir jetzt zum Beispiel auf lösliche Materialien anwählen. Dann müssen wir das Lebensmittel sicher abwählen. Dann werden euch hier zum Beispiel hier gut lösliche Materialien empfohlen. Auch hier
Closure, Drybox, gehärtet. Das sind so viele Informationen, die wir bekommen. Oder zum Beispiel UV-beständig. Welches Material ist wirklich UV-beständig? Flexibel und biegsam. Das ist immer ganz cool, wenn man sich noch nicht so ganz sicher ist, gerade am Anfang, was für Materialien gibt es. Mein Kunde sagt, er will einen Verbundwerkstoff. Was haben die Leute hier im Angebot? Also schaut auch gerne da vorbei. Es gibt so viele versteckte Features. Es gibt wahrscheinlich noch mehr, die ich auch noch bei Prusa gar nicht kenne. Aber zumindest sind das schon mal 2 sehr wichtige Ratgeber. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen 3 Wegen, um den passenden 3D-Druckpreis für euch zu finden, ein bisschen helfen. Ich hoffe, mein Rat hat euch geholfen. Auch was ich euch dazu noch gesagt habe, wie ihr eure Pauschale da besser anpassen könnt mit Mengenrabatt, Material, Geschäftskunden, all das. Ganz wichtig. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten. Schreibt gern eure Meinung unten in die Kommentare. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ganz wichtig, abonniert meinen Channel, um nichts mehr zu verpassen. Und ich sage wie immer, vielen Dank. Wir sehen uns. Bis gleich, Freunde.